ich starte meinen Ausflug heute in der Innenstadt, in der Altstadt von Puerto de la Cruz im Norden von Teneriffa. Hier habe ich mein Hotel und ich muss ein paar Meter laufen zum Parkplatz, denn hier ist eine Fußgängerzone und entsprechend kann ich das Auto nicht direkt hier parken. Ich gehe jetzt ungefähr so 500-600 Meter am Hafen vorbei und da ist ein riesig großer Parkplatz. Da kann man Tag und Nacht 24 Stunden lang kostenlos parken. Mein Ausflug geht heute hier im Norden Richtung Westen an die Küste. Ich will zum Beispiel den ältesten Drachenbaum der Welt besuchen. Da ist auch gleich ein direkten botanischer Garten drumherum, so wie ich das gelesen habe. Und dann geht es auch an die Küste, ein paar schöne Orte. Ich habe da Empfehlungen bekommen. Vielen Dank, lieber Olaf, an dieser Stelle. Wenn ihr noch weitere Empfehlungen habt, dann schreibt sie mir doch auch gerne in die Kommentare. So, ich muss jetzt mal noch ein paar Meter gehen. Und wenn es was Schönes gibt, dann zeige ich euch das noch. Okay, den perfekten Sandstrand findet man hier in Puerto de la Cruz im Norden vielleicht nicht. Aber wer auf sowas steht, ja, also dicke Wellen, ordentlich Wetter, ein bisschen Wind, der findet hier auf jeden Fall eine Menge Freude. Und das gilt auch für diejenigen, die es grün mögen. Der Norden der Insel ist deutlich grüner als der Süden, wo es viel weniger regnet und auch häufig viel wärmer ist. Also heute, ihr seht, ich habe eine Strickjacke an, haben wir hier 17 Grad. Es ist ein bisschen diesig. Da oben sieht es ein bisschen besser aus, wobei es auch ganz schön bewölkt ist. Aber ja, ich will jetzt aber Natur entdecken und deshalb fahre ich als allererstes mal zu dem Botanischen Garten. Ich habe meinen Mietwagen da hinten stehen auf dem großen Parkplatz. Genau, und da nehme ich euch jetzt einfach mal mit. Also ich habe mich hier für einen Mietwagen auf Teneriffa entschieden, weil die Strecken natürlich nicht gerade kurz sein können. Es gibt ein Bussystem, aber wie zuverlässig das ist und wie ich da so unterwegs bin, wie ich das unterwegs sein kann, das ist natürlich immer die Frage. Mietwagen ist derzeit nicht gerade billig hier und man sollte auch immer auf die richtigen Versicherungen achten. Nicht so wie ich im letzten Jahr habe ich sehr günstig über ein Mietwagenportal einen Mietwagen gebucht für Griechenland, inklusive Selbstbeteiligungsrückzahlungsversicherung. Und zum Schluss sind wir auf über 2000 Euro Schaden sitzen geblieben, wegen so grober Fahrlässigkeit heißt das dann, wenn man ein Stoppschild überfährt. Ja, das hat leider nicht funktioniert. Also schaut immer, dass ihr euch gut absichert, denn dann kann der Urlaub mal ganz schnell sehr teuer werden, obwohl man einen billigen Mietwagen gebucht hat. Aber hier auf Teneriffa kann man eigentlich ganz gut fahren. Ich finde, die Straßen sind recht gut ausgebaut. Und mein erstes Ziel erreiche ich jetzt ungefähr in einer halben Stunde. Der Drachenbaum. Und dann geht's weiter. So, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, denn das Navi hat mich hierher geführt. Darunter, aber wie ihr seht, ist da ein Einbahnstraßenschild und ein Nicht-Einfahr-Dürfen-Schild. Ich glaube, da oben sehe ich diesen Baum, den wir heute uns angucken wollen. Aber ich muss jetzt echt mal schauen, ob ich überhaupt richtig bin. Bananen wachsen hier natürlich, genau wie Zitronen vermutlich. Richtig geil. Und das ist so richtig alte Häuser auch. Sehr, sehr grün hier. Ich bin mal gespannt, ob ich hier auf dem richtigen Pfad bin zum Parque del Draco, wo halt dieser alte Drachenbaum steht. Mit dem Auto darf man hier nur als Anwohner rein.
Hier sind noch ein paar mehr Leute unterwegs und es gibt schon die ersten Touristenshops und es gibt doch Autos, die hier hochfahren. Ich glaube, ich hätte vielleicht auch eine andere Strecke wählen können, dann hätte ich mit dem Auto noch weiter hochfahren können. Finde ich aber gar nicht schlimm. Da steht's. Park del Draco. Finde ich aber gar nicht schlimm. Ein bisschen laufen ist ja nicht schlecht. Also das ist jetzt hier so ein 300 Jahre alter Drachenbaum. Allerdings, glaube ich, bin ich noch gar nicht in dem Park. Irgendwie sehe ich gerade noch nicht so richtig durch. Denn hier überall sind so QR-Codes, wo man Tickets kaufen kann. Aber ich weiß gar nicht, wo der Eingang ist. Also irgendwie bin ich noch ein bisschen desperate hier. Noch auf der Suche nach dem Eingang zum Park del Draco. Schau mal, wie geil das aussieht hier. Wächst aus dem Dach raus. Auch nicht schlecht. Ja, vielleicht hätte ich von Anfang an einfach mal den Schildern folgen oder jemanden fragen sollen. Habe ich jetzt getan. Ist irgendwie auf Google ein bisschen missverständlich eingetragen, finde ich. Aber jetzt sollte ich den Weg finden. Geht hier durch richtig schöne, durch so einen kleinen Minipark schon mal durch. Auch für Kinder ein bisschen was zum Spielen. Ah ja, ich glaube, wir sind gleich da. Thank you. Okay, thank you, gracias. So, jetzt habe ich auch mein Ticket hier bekommen am Ticketshop. Und am Ende des Roads, da ist wohl der Eingang. Auch da hätte ich ein Ticket kaufen können, aber ja, habe ich jetzt hier gemacht. Jetzt habe ich erstmal meinen Kram. Na ja, gut, so schlecht ist es vielleicht doch nicht ausgeschildert. Naja, und hier auf der Insel wird man als Gartenfreund natürlich auch schon auf dem Weg in die Botanischen Garten fündig. Hier gibt es ganz viel, was noch blüht, denn ja, es sind jetzt gerade 16 Grad hier oben. Kommt mir ehrlich gesagt wärmer vor. Vielleicht ist die nächste Wetterstation noch weiter oben. Auf jeden Fall ist es noch sehr viel milder als in Deutschland. Oh, super modern. Und drin bin ich. So, und da sind wir jetzt. Gleich hier am Eingang noch eine ganz nette Einweisung bekommen, wo es was gibt, mit einem kleinen Plan. Aber ja, ich will mich ja sowieso hier frei bewegen und einfach mal schauen, was es hier so Schönes gibt. Und das ist dieser älteste Drachenbaum. Sehr schön, sehr schön. Aber gut, schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Es gibt wohl auch richtig viele Informationen. Einmal auf Schildern hier. Und dann gibt es hier auch QR-Codes und auf den QR-Codes kann man dann noch mehr Sachen über Flora und Fauna auf Teneriffa erfahren. Also ich muss ganz eindeutig sagen, für mich hat sich der Besuch hier gelohnt. 5 € für so viel Natur, für so viel Garten und ein bisschen Geschichte. Klasse. Das ist meine Empfehlung auf jeden Fall. Kommt hier vorbei im Park del Draco. Und wenn dir diese Impressionen nicht ausreichen, dann schau dir auch gerne dieses Video an, was ich hier verlinkt habe. Es ist ausführlich über den Park del Draco auf meinem ersten Kanal, Unser Kleingarten. So, also ich kann wirklich nur sagen, dieser Park ist die 5 € definitiv wert. Jetzt bin ich hier auch aus dem Hinterausgang rausgekommen, habe ja mein Auto vorne an der Straße geparkt und nicht da, wo die ganzen anderen stehen. Und dann geht es weiter zum nächsten Stopp. Es ist jetzt ehrlich gesagt auch schon um 1. Ich habe ein bisschen gedacht, dass es alles schneller geht, aber das war hier so toll und so schön. Meine absolute Empfehlung, schaut hier mal vorbei. Park del Draco in
Ikot. Ikot heißt der Ort, wo das hier Ganze ist. Oh, das ist so schön hier. Selbst die Zäune, finde ich, sind richtig schön gestaltet. So, und ich bin jetzt angekommen bei meinem nächsten Spot. Karachico heißt es, denke ich richtig. Und ja, das scheint hier auch so ein Spot zu sein, wo man Fotos mit irgendwie komischen Steinen machen kann. Nicht so meins. Ich finde eine Sache ganz interessant und ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich werde, glaube ich, das Auto auch mal stehen lassen, da hinten auf dem Parkplatz und werde einfach mal zu Fuß weitergehen. Nämlich in Richtung dieses Felsens hier und ich sehe da nämlich einen Weg. Eine Treppe. Vielleicht kommt man da hin und vielleicht komme ich da auch hin, ohne das Auto zu bewegen. Hier wird übrigens auch geangelt. Fisch ist natürlich eine ganz große Sache hier auf Teneriffa, wenn man das denn mag. Ja, also ich werde jetzt, wie gesagt, mal versuchen, dahin zu kommen und hoffe, dass das auch zu Fuß geht. Ich bin ja noch ganz gut zu Fuß. Das Auto kann man wie so oft hier auf Teneriffa kostenlos auf so einem großen Parkplatz abstellen. Ist nur ein bisschen sehr eng und deswegen empfehle ich auch immer die Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. Ja, und ich habe gelesen, diese kleine Stadt mit knapp 5000 Einwohnern ist allgemein sehr sehenswert, hat eine kleine Fußgängerzone auch, wo die Autos dann nicht reinkommen und ein Kloster. In dem Kloster befindet sich das Rathaus, also einen kleinen Stopp, auch hier mal in die City. Kann man ruhig machen, aber ich möchte jetzt ein bisschen mehr die Landschaft und die Natur hier genießen. Apropos Natur genießen, das kann man hier auch. Man kann diesen Lavastrand auch nutzen, um schwimmen zu gehen. Und hier in dieser kleinen Bucht ist die Strömung auch nicht ganz so doll wie da hinten zu sehen. Ach, da kommt sogar gerade jemand aus dem Wasser. So, das ist jetzt leider eine kleine Enttäuschung, denn den Weg, den ich gesehen habe, der hier vorne anfängt, ja, den dürfen wir einfach nicht betreten, laut diesem Schild. Ist natürlich extrem schade, hätte ich mir gerne angeguckt. Schöner Ausblick, ist aber trotzdem vorhanden. Kann man ja mal gucken hier. Auf das kleine Örtchen Karachico, glaube ich. Hoffe ich richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann berichtigt sie mich doch gerne. Da ist so ein Felsen vorgelagert auch noch. Und richtig krasse Strömung hier. Geschwommen wird hier trotzdem. Jedenfalls um die Ecke in der Bucht ist scheinbar möglich. Und da ist eine super schöne kleine Kirche zu sehen. Also dieser Ort scheint sich wirklich zu lohnen. Und ich schaue mal, ob ich vielleicht hier noch einen Kaffee jetzt kriege, bevor ich weiterfahre. Ja, ich wurde jetzt immer wieder gefragt, wie ich denn auf Teneriffa gekommen bin. Ich bin ja so ein Thailand-Fan, also ich mag es wirklich richtig heiß gerne. Aber für eine Woche oder auch für 10 Tage lohnt sich Thailand nicht, wenn man nicht gerade, keine Ahnung, Business Class fliegen kann. Direkt irgendwie. Deshalb habe ich geschaut, wo ist es denn noch richtig warm, auch im Dezember, Ende Dezember oder Januar, also so richtig tief im Winter drin. Und da kommen die Kanaren in Frage. Und natürlich gibt es auch diverse Auswahl an kanarischen Inseln. Und ich hatte auch überlegt, nach Gran Canaria zu gehen zum Beispiel. Aber Gran Canaria ist dann doch ein bisschen mehr Party. Kann auch schön sein, aber für mich jetzt irgendwie nicht so das Richtige. Ich mag ja gerne wandern, ich liebe die Natur, vor allem Garten. Ja, und dann dachte ich, dass ich hier so richtig gut aufgehoben bin. Und das glaube ich bin ich auch. Ich drehe nochmal hier um, inmitten der Altstadt. Sehr gut. Was ich auch spannend finde, überall auf Teneriffa gibt es halt diese weihnachtliche Schmückung der Palmen beispielsweise. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, ob die Leute, die hier leben, da auch so auf Weihnachten stehen oder ob das daran liegt, dass halt so viele Leute aus Deutschland zum Beispiel kommen oder auch aus anderen Ländern Nordeuropas, wo ja Weihnachten doch eine ganz große Nummer ist. Ich könnte ehrlich gesagt ganz gut darauf verzichten, erst recht, wenn ich im Urlaub bin, wo es so richtig schön warm ist.
Ach, schön. Hier ist scheinbar nochmal so ein Park inmitten der Altstadt. Ja, Park de la Puerta de Tierra. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Echt schick, Mann. Ey, diese Insel. Hier wachsen aber auch Sachen, die es halt bei uns nicht gibt. Unter anderem, wo Martin jetzt ewig drauf gewartet hat, dass die auch bei uns im Gewächshaus wächst. Hat aber nicht so richtig funktioniert. Das ist hier diese Strelizie oder Paradiesvogel. Pflanze, Blume, glaube ich, auch genannt. Also wirklich schönes Ding. Aber so auch, ja, also es blüht hier alles noch und es riecht vor allem auch richtig, richtig lecker hier. Das kann ich euch versprechen. Und das hat man auf Teneriffa eine ganze Menge. Jedenfalls im Norden richtig, richtig viel Grün und Sachen, die blühen. Aber jetzt will ich was tief Schwarzes, nämlich einen leckeren Kaffee, damit es dann auch voller Action geladen weitergehen kann. Ach, und es wird ja immer schöner in diesem kleinen, süßen Örtchen. Und hier auf diesem Platz kann man vielleicht auch ganz gut einen Kaffee trinken. Ich gucke mal, ob das da hinten das Kloster ist, was auch beschrieben worden ist, wo heute das Rathaus drin sein soll. Hier ist auch noch mal so ein richtig schönes Schloss, Burg. Ich glaube, es ist Castillo de San Miguel hier. Und auch hier wird fröhliche Weihnachten gewünscht. Ist das nicht schön, Leute? Leider kann man auf diese ganzen Wege hier nicht gehen, wo man so ein bisschen an die Küste rankommt. Scheinbar alles zu gefährlich derzeit. Wie geil das hier aussieht. Wie das Wasser an die Wände klatscht, zurückgeht und richtig schön aufschäumt. Das war mein kurzer Stopp hier in Garachico, Puerto de Garachico. Und ich werde jetzt mal weiterfahren. Meinen Kaffee habe ich auch bekommen. Ich denke, ich fahre jetzt ungefähr eine halbe Stunde und dann bin ich am letzten Ort für heute. Ups, ist auch gleich um 3. Und dann denke ich, werde ich auch wieder zurückfahren. So, jetzt bin ich hier angekommen und habe eigentlich nur 6,5 Kilometer und es geht nicht mehr weiter mit dem Auto. Nur autorisierte Fahrzeuge, Bus und Taxi. Und dazu gehöre ich nun mal nicht. Aber, ja, ich sehe jetzt ein bisschen bescheuert aus, habe so eine Kappe und einen Helm auf, weil ich mir jetzt ein Fahrrad gemietet habe. Und zwar ein E-Bike für 18 €, 2,5 Stunden. Und ja, damit werde ich jetzt mal und mit dieser bescheuerten Kappe da hochdüsen. Auch wenn ich total bescheuert aussehe mit dieser Kappe hier, ja, Hygiene geht vor. Es sind vernünftige Helme, finde ich cool. Und was vor allem vernünftig ist, ist dieser Ausblick hier. Leute, dieser Viewpoint hier, den ich jetzt nach, glaube ich, 5 Minuten mit dem E-Bike erreicht habe. Ihr seht ja, der Berg ist da richtig steil und deshalb macht ein E-Bike auch wirklich Sinn. Man kann den Motor, wenn man besonders sportlich ist, aber auch gerne abschalten. Das habe ich gemacht auf der geraden Strecke. Aber ja, jetzt fahre ich hier durch den Tunnel gleich durch. Oh, da vorne ist, glaube ich, gleich der Tunnel. Deswegen gibt es auch ein richtig kräftiges Licht an dem Rad. Ja. Und dann geht es nämlich noch weiter zu dem Strand, zu dem ich eigentlich will, der vielleicht irgendwo dahinter ist. Oder ich weiß es nicht so richtig. Bin auf jeden Fall super gespannt. Ausflug hat sich jetzt schon gelohnt. Das Bike kostet mich 18 € für 2,5 Stunden. Sollte ich locker schaffen. Der Vermieter meinte, eine Strecke 20 Minuten ungefähr. Aber ich will ja genießen, deshalb
Leute, Teneriffa, ich habe mich richtig entschieden. Mein erstes Mal auf Teneriffa, richtige Entscheidung. Warst du schon mal auf Teneriffa? Schreib's gerne in die Kommentare. Wow, und jetzt geht's richtig, richtig tief durch einen richtig dunklen Tunnel. Und hier gibt es auch Verkehr, auf den man achten muss. Der Bus fährt richtig rücksichtsvoll an mir vorbei. Was ein Riesenspaß. So, und ich bin jetzt am Playa Punto de Teno angekommen und musste mir erstmal ein Plätzchen hier suchen. Strand ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Auch da hinten ist es ganz schön viel mehr so Lavagestein als Sandstrand. Aber ich musste gucken, wo ich meine Kamera auf mich ausrichten kann, denn hier scheint es ein beliebter Nacktbadeort zu sein. Ich habe hier ein paar Leutchen gesehen. Und die möchte ich natürlich auch nicht wirklich stören oder belästigen mit meiner Kamera. Also wer mal einen ruhigen Ort braucht, mit ruhig meine ich sicherlich nicht das Wasser, sondern eher nicht so viele Leute, der kommt hierher. Das scheint ein beliebter Nacktbadestrand zu sein. Ich will jetzt auch nochmal nach da oben. Da ist dann nämlich noch ein Leuchtturm und Ausblick. Da kam ich jetzt aber noch nicht hoch gerade, weil die da lief Musik und die haben scheinbar irgendwas gedreht. Da wollte ich natürlich auch nicht stören. Ich probiere es aber gleich nochmal. Ja, ich bin nicht der Einzige, der hier dreht. Scheinbar wird hier gerade ein Musikvideo von irgendeinem spanischen Musikstar gedreht. Wenn ihr wisst, wer das ist, na dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. So toll hört sich das jetzt auch nicht an. Deshalb denke ich mir, ich schließe das Fahrrad wieder ab und fahre einfach mal weiter bis auf den Gipfel. Dort ist ja dann der Leuchtturm auch von hier schon zu sehen. Und wer weiß, vielleicht klingt die Musik auf der Höhe ja auch noch ganz anders. Was für ein geiler Trip heute. Gestartet sind wir am Parque de Drago, bei den ältesten Drachenbäumen, nein, bei den ältesten Organismen der Welt. Dann ging es weiter nach Garachico, glaube ich, heißt der Ort, mit seiner schönen Kirche, den schönen Brandungen. Und jetzt zum Schluss sind wir hier am Strand von Punto de Teno, wo im Hintergrund schon wieder Musik spielt. Hier wird ein Musikvideo gedreht. Ich habe aber vor allem hier den Leuchtturm mir angeschaut und den Ausblick und eine Menge Spaß gehabt mit diesem klasse E-Bike. Ich bin bergab bis zu 50 Stundenkilometer gefahren und hatte auch immer eigentlich ein recht sicheres Gefühl. Für mich soll es das jetzt gewesen sein. Ich bringe das Fahrrad wieder zurück, dann steige ich in mein Auto, fahre zurück auch nach Puerto de la Cruz und dann bin ich durch für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Dann gibt es bald sehr viel mehr hier von Teneriffa und im nächsten Jahr auch sehr viel aus Südostasien, nämlich zum Beispiel aus Thailand. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Robert.